Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das ist heute mal wieder so ein Video, wo es mir wahnsinnig schwer fällt, den Stein ins Rollen zu bringen. Wo beginne ich am besten? Sie werden mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass wir alle unsere eigene Art haben, Hunde zu erziehen. Jeder von uns spezialisiert sich auf seine Weise, einen Hund zu formen. Ganz klar. Der eine mag das, der andere mag das, der eine möchte seinen Hund lieber in diese Richtung haben, der andere würde sich freuen, wenn sein Hund sich eher in diese Richtung entwickelt. Ganz klar. So war das auch bei mir immer, angefangen von Boris über Attila und Shiro bis jetzt zu meinem aktuellen Hund Vito. Stellen Sie sich meine Hunde vor als eine Kugel, auf die ich mich fokussiere, wenn es geht ums Individuum. Ja, und alles, was diese Kugel umschließt, ist eine größere Kugel, in der sich alles drinnen bewegt, das auf diese kleine Kugel einwirkt, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Das ist meine Art und Weise, Hunde zu erziehen. Diese Kugel, diese große Kugel, die die kleine umfasst, die habe ich noch nie verlassen und möchte ich auch nie verlassen, denn zumeist entwickeln sich meine Hunde zu Banditen. Aber zu folgsamen Banditen. Ich mag das, wenn Hunde so sind. Ist nicht jedermanns Sache, aber bei mir ist das so. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Art der Hundeerziehung bei 90% aller Hunderassen fruchten würde. Hunde formen würde, mit welchen ich glücklich zusammenleben könnte. Ja? Doch das würde mir nicht bei allen Hunderassen gelingen. Ganz sicher nicht. Es gibt da draußen Hunderassen, bei welchen ich beim Gedanken daran, diese zu besitzen und auf meine Art und Weise zu erziehen, die Hosen voll habe. Ja? Diese Hunde und ich, wir wären ein Chaos-Team und würden überhaupt nicht miteinander funktionieren. Wie komme ich auf dieses Video? Schauen Sie, vor einigen Wochen wurde ich von einem Zuseher meines Kanals angeschrieben, der hat mich gefragt, sag Ronny, ist dir der Begriff persischer Sarabi Dog bekannt? Die gefallen mir so gut, ich hätte gerne einen. Ja, ich kenne den persischen Sarabi Dog, habe mich vor einigen Jahren in diesen Hund eingelesen. Toller Hund und ich kann verstehen, wenn dieser Hundetyp jemandem gefällt. Letztes Wochenende war ich mit Vito unterwegs und sah von der Ferne einen Herrn mit einem imposanten zentralasiatischen Ovtchak herüben, schwarz mit weißen Flecken. Stoisch ging dieser imposante Rüde, geradeaus, sah nicht links, nichts rechts. Es war für mich klar erkennbar, dass hier vom Besitzer großer Wert auf anständige Verwahrung gelegt wurde. Der ging an einem Kurzführer, das heißt an einer Leine, die kürzer als 1 Meter war und war mit Maulkorb bekleidet. In dem Moment kam mir dieses E-Mail, diese Frage über den Sarabi Dog in den Sinn und ich dachte mir, na, Alter, solch ein Hund wäre für dich nichts. Das wäre ein Chaos für die Umwelt. Ja. Wieso ist das? Nun, ich sage Ihnen was. Meine Hunde, alle meine Hunde, angefangen von Boris bis jetzt zu Vito, dürfen Dinge tun, die Sie vielleicht wundern werden. Ja. Sie denken sich, da sitzt einer, der Betreiber von Dog Special, der behauptet immer von sich selbst, er hätte etwas Ahnung von Hunden und von Hundeerziehung und dann sowas. Ja, ist so. Vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen jetzt staunen, wenn ich behaupte, dass ich meinen Hunden sehr viel gestatte, was viele Leute ihren Hunden vielleicht nicht gestatten. Ich weiß, dass speziell Neulinge in der Kynologie, also Hundeanfänger, es oftmals zu gut meinen, oft übermotiviert sind beim Thema Erziehung. Und hier manchmal zu Unrecht Hundemaßregeln, obwohl sie es gar nicht böse meinen. Ja, und meistens ist es so, dass Hundebesitzer, die schon ihren 2., 3. oder 4. Hund haben, da etwas lockerer sind. Nicht immer, aber meistens. Schauen Sie, ich gebe Ihnen einige Beispiele. Vito hat einen äußerst stark ausgeprägten Jagdtrieb. Der Wolf glüht in seinem Herzen.
Ich habe lange Zeit daran gearbeitet, diesen Jagdtrieb zu bremsen, da ich in einer Umgebung lebe, wo sehr viel Wild vorkommt. Hasen, Rehe, Wildschweine zum Beispiel. Es gelang mir nicht. Der Jagdtrieb bei Vito ließ sich mit allen Tricks nicht bremsen. So dachte ich mir, wenn du den Jagdtrieb nicht vermindern kannst, fokussiere dich auf den verstärkten Rückruf. Ich dachte mir, um ihn weiterhin frei laufen zu lassen, am Rückruf zu basteln, damit er bei eventuell beginnender Jagd zurückzurufen ist. Ja? Gelang mir ebenfalls nicht. Ich arbeitete monatelang dran. Ich habe mich damit abgefunden. Es ist jetzt so, dass Vito in den Gebieten, wo ich mich mit ihm bewege, wo viel Wild ist, nicht mehr frei laufen darf. Ich möchte Schwierigkeiten mit der Jagdgesellschaft aus dem Weg gehen. Ich möchte natürlich auch nicht, dass er irgendein Tier verletzt. Ja. Doch ich möchte ihm diese Freude an der Sache nicht nehmen. Jetzt fördere ich das. Jetzt wundern Sie sich. Ja, das tue ich. Schauen Sie, er gefährdet ja sowieso kein Wild mehr. Jetzt wenn er eine frische Spur eines Hasen oder eines Rehs aufnimmt, er ist ihm auf der langen Leine, auf der 3,5 Meter Leine, auf der elastischen, die ich ihm gebaut habe, da kann er anständig Gas geben, hat er viel Bewegungsradius. Nimmt er eine Spur auf, dann fördere ich das und sage, wieder such. Sofort verfällt er in diese typische Körperhaltung, Sie wissen schon, aufgeregt, wackelnde Rute, die Nase am Boden wie ein Staubsauger und gibt Gas. Und ich hinten nach. Ziemlich heftiges Tempo ist oftmals da, wenn er das tut. Ja, und zuletzt waren wir circa 1 Kilometer hinter einer Spur nach. Ich weiß nicht, ob es ein Hase oder ein Reh war. Manchmal erkenne ich das. Mittlerweile kann ich das schon, ja. Und nach 1 Kilometer hatte ich genug. Er nicht. Ja. Ich holte ihn dann aus diesem Fokus wieder raus, von diesem Vorhaben wieder weg. Wir drehten um und gingen nach Hause. Warum soll ich ihm das Abenteuer nehmen? Er hat Spaß an der Sache, es beschäftigt ihn, er hat Stoff zum Träumen und er tut niemandem was. Ja? Ich habe mich damit abgefunden, er läuft sowieso nicht mehr frei im Wildgebiet. Rüden. Wenn wir fremde Rüden treffen, mein Hund kann nicht so gut mit fremden Rüden, ist er oftmals dominant. Und es gibt auch sehr viele Rüden hier, die ebenfalls dominant sind. Wenn er angepöbelt wird und zurückpöbeln möchte, und ich sehe, dass der Besitzer des anderen Hundes nichts tut, außer den Hund wegzuziehen, sonst nicht einwirkt, lasse ich ihn zurückpöbeln. Das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen von Ihnen nicht schmecken oder mir Kritik einheimsen. Das kann schon sein, aber lieber Zuseher, das stört mich nicht. Mein Hund ist sicher verwahrt, er kommt nicht hin. Wenn er beschimpft wird, gestatte ich ihm zurückzuschimpfen. Natürlich hat das alles seine Grenzen. Und ich sorge dafür, dass das nicht überhand nimmt. Aber so behandle ich das Thema nun mal. Anschlagen. Zu Hause anschlagen. Wenn er draußen irgendetwas Verdächtiges hört, schlägt er an. Ich gestatte es ihm bis zu einem gewissen Grad. Meine Frau stoppt ihn oftmals etwas zu früh. Dann sage ich, Mädel, lass ihn. Sie meint dann, aber die Nachbarn. Und dann sage ich, die Nachbarn werden das überleben und außerdem profitieren sie von seiner Wachsamkeit. Schauen Sie, er hat eine laute Stimme, das ist kein kleiner Hund. 65 cm Schulterhöhe mit 37,5 Kilo, fast 40 Kilo schwer. Ja, er spricht nicht leise, aber auch ich flüstere nicht den ganzen Tag. Wenn er sprechen möchte, soll er sprechen. Es hält sich sowieso in Grenzen und so oft bellt er nicht. Ich gestatte ihm das. Er darf viele Dinge, wo andere Leute die Bremse ziehen. Wie gesagt, ziehen. Möchtest du ziehen? Er hat eine Fährte in der Nase. Na, das ist für viele Leute ein No-Go. Du hast nicht zu ziehen, du hast neben mir zu gehen und so weiter. Wenn er ziehen möchte, zieh. Ich kann ihn jederzeit von diesem Vorhaben wieder rausholen. Ich kann ihm sagen, du ziehst jetzt nicht mehr weiter, du bleibst jetzt bei mir. Aber wenn er ziehen möchte, weil er irgendetwas wittert im Wald, gib Gas. Er trainiert damit seine Schulter, seine Brust, seinen Rücken, seine Hinterhand. Power dich aus, mein Junge. Das sind so Dinge. Schauen Sie, für mich ist wichtig, dass er kein pflegelhaftes Benehmen entwickelt, das heißt kein pflegelhaftes Anspringen, keinen Futterneid zeigt, weder beim Futter geben noch beim Futter wegnehmen oder Spielzeug, sonstige Dinge, die der Hund für sich beansprucht. Bei uns ist keine Frage zum Thema, wer ist der Bossofen, überhaupt nicht, er weiß, der Boss sind meine Frau und ich, da fährt die Eisenbahn drüber, wir haben das letzte Wort. Es gibt einige Grundregeln, ganz klar, die werden von mir behandelt. Die müssen passen. Doch im Großen und Gesamten waren und sind mit Vito meine Hunde immer schon Banditen gewesen. Aber gehorsame Banditen. Nun, es gibt da draußen Hunde, bei welchen dieser meiner
Erziehungsstil überhaupt nicht passen würde. Ja, das wäre ein fürchterliches Chaos. Das wären Hunde, die bei mir, ja, für die Umwelt zur Gefahr werden würden. Denn ich würde diesen Weg der Erziehung nicht verlassen wollen, weil mich das glücklich macht. Doch mit diesen Hunden würde das nicht gehen. Ich sage Ihnen jetzt kurz 6 Hunderassennamen, wobei es mehrere gibt, die nicht zu mir passen würden. Vielleicht passen die zu Ihnen. Das kann ja sein. Ne? Zu mir würden sie nicht passen. Absolut fatale Geschichte. Das wäre zum Beispiel der Kangal. Ist ein Hund, bei welchem mein Erziehungsstil verheerende Ergebnisse erzielen würde. Würde überhaupt nicht funktionieren. Oder der zentralasiatische Ovtcharka, der Alabay. Herrlicher Hund, einer der schönsten Herdenschutzhunderassen überhaupt auf der ganzen Welt. Ein wunderschöner Hund, doch fürchterliche Geschichte, würde ich diesen Hund versuchen so zu erziehen, wie ich meine Hunde bis jetzt immer erzogen habe. Wir haben den persischen Sarabidok, von dem habe ich vorher schon gesprochen. Ebenfalls ein wahnsinnig urtümlicher Hund, der bis heute eigentlich nur aus Arbeitslinien oder aus Kampfhundelinien zu erwerben ist. Tibet Dogge, Tibet Mastiff, genau dasselbe. Ein Hund, den ich zu einem Monster formen würde auf die Art und Weise, wie ich erziehe. Wir haben den Bully Kutter, den indischen Bully Kutter, Sindh Mastiff genannt, Alango Mastiff, immer schon Wachschutz, Kriegs- und Kampfhund gewesen. Ich habe mal mit einem Pakistani und mit einem Inder geschrieben, auf Englisch mit dem Online-Übersetzer. Wahnsinn, was soll ich Ihnen sagen? Kaukasischer Ovtcharka. Eine Katastrophe, würde ich diesen Hund auf die Art und Weise erziehen, wie ich es gewohnt bin und den Weg gehen mit diesem Hund, den ich nicht verlassen möchte. Das sind alles keine typischen Haushunde für mich. Klar kann es vorkommen, dass dieser Hund als Haushund ebenfalls toll funktioniert, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich meine Hunde erziehe. Das sind zum Beispiel jetzt 6 Hunde gewesen, wovor ich mich fürchte, allein vor dem Gedanken, wenn ich mir denke, ich besitze die. Wenn ich weiß, ich werde diese große Kugel, die die Kleine umfasst, nie verlassen. Denn das, was geeignete Hunde, also für diese Erziehung geeignete Hunde zeigen, nach dem Einwirken der großen Kugel auf diese kleine Kugel, die die Hunde darstellen, ja, das ist das, was mich im Leben, im Zusammenleben mit Hunden glücklich macht. Bei den soeben genannten Hunden von mir müsste ich meinen kompletten Erziehungsstil von A bis Z neu hochfahren, völlig neu programmieren, meine ursprüngliche Art der Erziehung total verlassen, um halbwegs glücklich zu werden. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das werden würde. Hier würde mein Fokus dann auf völlig anderen Dingen liegen. Diese Hunde dürfte ich niemals zu derartigen Banditen formen oder versuchen zu formen, wie ich es mit meinen Hunden bis jetzt immer getan habe und mit Vito jetzt tue. Verstehen Sie, was ich meine? Vielleicht sieht mir jetzt gerade ein Kangal oder Kaukasen oder Alabay-Besitzer zu. Ich glaube Ihnen aufs Wort, wenn Sie mit Ihrem Hund glücklich sind. Doch ich bin mir auch sicher, dass Sie ein völlig anderes Leben mit Ihrem Hund führen, als ich mit meinem Hund führe. Verstehen Sie, was ich meine? Das macht Sie vielleicht glücklich. Mich macht es glücklich, mit Hunden so durchs Leben zu zischen, wie ich es immer schon getan habe und aktuell tue. Das könnte ich mit diesen Hunden nicht. Es gibt keine schlechten Hunderassen. Es gibt keine schlechten Hunderassen. Es gibt schlechte Haltungsbedingungen und nicht geeignete Haltungsvorstellungen. Und für diese Hunde wäre meine Haltungsvorstellung nicht geeignet. Das wollte ich damit sagen. Die Hunde, die ich Ihnen eben genannt habe, sind fantastische Hunde, ganz speziell für das, wofür sie erschaffen wurden. Ebenfalls eine Sache, was ich gleich sagen werde, die mir vielleicht Kritik einheimst, aber das ist meine Meinung. Klassische Haushunde sind es nicht. Alles andere als einfach zu führen. Und selbst wenn ich auf Seiten unterwegs bin, wo es speziell um Herdenschutzhunderassen geht oder ja, wo viele Menschen behaupten, wie nett und wie lieb und wie zart, ja, und 99% der Mitglieder in diesen Foren oder auf diesen Seiten aber Herdenschutzhunde-Mixe besitzen, keine echten Herdenschutzhunde. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Der Charakter von Herdenschutzhunden-Mixen ist
häufig sehr stark beeinflusst vom anderen Part der Eltern, der keinen Herdenschutzhund dargestellt hat. Nein, ich möchte damit nicht sagen, dass Herdenschutzhunde böse sind. Ganz und gar nicht. Aber sie funktionieren völlig anders. Ja? Völlig anders. Und sagen Sie mir nicht, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Herdenschutzhunde funktionieren völlig anders als der klassische Haushund. Das ist nun mal so. Das heißt ja nicht, dass man mit einem Herdenschutzhund nicht zusammenleben kann als Haushund. Das habe ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, sie funktionieren völlig anders. Ja? Für mich, also die Kombination Ronny und einer von den 6 Hunden, die ich Ihnen gerade hier gezeigt habe, war eine Katastrophe. Eine wahnsinnige Katastrophe. Sie verstehen jetzt, was ich mit diesem Video sagen wollte. Man sollte sich immer gut selbst einschätzen können, bevor man sich das erste Mal einen Hund nimmt, weil es sehr wichtig ist, was für einen Hund man sich nimmt, ob der die Vorstellung, die man hat vom Zusammenleben mit einem Hund, auch erfüllen kann, ob sich der dafür eignet. Das wollte ich damit sagen. Wieso? Nun, weil ich schon oft Leute gesehen habe, die sich etwas anderes vorgestellt haben, als im Endeffekt dann, ja, nachdem der Hund erwachsen war und erzogen war, herausgekommen ist. Ja? Weil es einfach nicht funktioniert bei diesen Hunden. Ja? Ja, das wollte ich damit sagen, aber Sie haben sicher verstanden, was ich meinte. Ja, lieber Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.